Ja, danke fürs Mitsitzen. Danke besonders an Johanna und Patrick für die Vorbereitung, die Betreuung, Organisation des Sessions. Bei diesem Wochenend-Session, ne, immer wenn es gerade schön wird, ne, ist es auch schon wieder vorbei. Eigentlich könnten wir noch zwei, drei Runden zusammensitzen. Ne? Vor dem Session habe ich den Patrick gefragt, ne, worüber soll ich sprechen beim Teeshow? Und Patrick sagte, oh, nix. Ne? Oder dann sagt er, ich sag's dir dann nachher vom Klo. Also letztes Jahr, da musste ich ganz dringend pinkeln und Patrick kam gerade aus dem Klo rein, ich wollte raus und im Türrahmen sagt er, lass uns mal über das Teeshow reden. Da hatte er ja etwas, worüber ich sprechen sollte. Ne? Und dieses Jahr keine besonderen Wünsche. Das ist immer so ein Problem bei so einem Vortrag oder Teeshow, dass es eigentlich nichts zu sagen gibt. Ne? Besonders nach dem Session. Es ist eigentlich alles gesagt. Wieso sollte man das Session jetzt noch mit irgendwelchem Geschwurbel verderben? Insofern, ich weiß nicht, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, jetzt spontan, ich bin offen. Ich bin vollkommen offen. Oder wollen wir uns tatsächlich noch 2 Runden hinsetzen? Ein Unterschied zwischen Zen im Westen und Zen im Osten, Zen in Japan. Es ist ja klar, also das Dasein ist das Gleiche, aber die ganzen Rahmenbedingungen, die ganzen sozialen Bedingungen, die unterscheiden sich ja. Ich meine, wir in Europa sind eigentlich Frauen und Männer gleichberechtigt, in Japan dann eher nicht. Und also dieser kulturelle Kontext, das würde mich dann sehr interessieren. Mhm. Mhm. Ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit dem Kyosaku nach wie vor. Also Ja. wenn du da was zu sagen konntest, Okay. Das hängt ja mit dem, auch mit diesem Kulturunterschied zusammen. Deshalb, ich fange jetzt mal mit dem speziellen oder konkreten Beispiel Kyosaku an und dann können wir vielleicht auch noch über die anderen Unterschiede Zen im Westen und außerhalb Japans. Ich war mal kurz in Korea, ne, aber ich kann jetzt nicht den ganzen ostasiatischen Raum abdecken. Ne, aber in Japan habe ich ja fast 30 Jahre praktiziert, darüber kann ich sprechen. Erstmal über den Kyosaku. Ne? Da stehen jetzt 3 da hinten, hinter dem Buddha. Zur Zeit von Dogen, auf den wir uns im Soto-Zen ja immer wieder beziehen, gab es offenbar noch gar keinen Kyosaku. Also Dogen berichtet davon, dass sein Meister in China ab und zu mal eine Runde gemacht hat und wenn einer der Mönche eingeschlafen war, dann schlug er sie mit dem Pantoffel. Also hier sind wir barfuß, aber oft in so einer Sendo mit Steinfliesen, da hat man diese Pantoffel, ne? Und er nahm dann seinen Pantoffel und schlug die Person, eben weil es noch keinen Kyosaku gab. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die Kyosaku eingeführt wurden, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Ingen, ein Mönch, der im 17. Jahrhundert nach Japan kam. Eigentlich ein Rinzai-Mönch, aber weil es die Rinzai-Schule schon gab, wurde seine Schule dann Obaku genannt. Ne? Also mit der Obaku-Schule, da wurde das japanische Zen nochmal ein bisschen neu belebt. Eine andere Sache, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, wann das so eingeführt wurde, wie wir es heute machen, ist das Kinhin. Denn es scheint auch so, dass zu Dogens Zeiten es noch üblich war, dass jeder, wenn er gerade musste, aufstand und dann vor der Halle so ein bisschen Kinhin gemacht hat und dann wieder reingekommen ist und hat sich hingesetzt. Also dass alle mit der Glocke gemeinsam aufstehen und gemeinsam Kinhin machen und sich dann wieder hinsetzen für eine bestimmte Zeit. Das scheint es zu Dogens Zeiten auch noch nicht gegeben haben, ne? Auch noch nicht gegeben zu haben. Also Kyosaku. Dogen berichtet darüber, dass schlafende Mönche aufgeweckt wurden. Ich bin während dieser Session auch ein paar Mal abgepennt. Ne?
Das kann passieren, wenn man müde ist, wenn man nicht genug Schlaf hatte, aber eigentlich sollte man wach sein. Ne? Das heißt, Kyosaku kann ein Mittel sein, jemanden, der schläft, wieder aufzuwecken. Allerdings, du sagtest, ne, du hast Schwierigkeiten damit, wahrscheinlich viele im Westen, denn du wirst ja geschlagen. Ne? Wieso soll ich mich schlagen lassen? Deshalb ist es bei uns im Westen üblich, dass man niemanden schlägt, außer man macht Gassho, das heißt man bittet. Ne? Also wer geschlagen werden möchte, macht Gassho. Wer kein Gassho macht, bekommt kein Kyosaku. Das heißt, wenn man schläft, hat man wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, Gassho zu machen. Und in Japan ist das nicht unbedingt so. Ne? Also in Antaiji ist es ebenfalls so. In Antaiji wird man ebenfalls nur geschlagen, wenn man Gassho macht. Aber es gibt auch Klöster, wo recht freier Gebrauch gemacht wird vom Kyosaku und man in der Regel nicht selber drum bittet. Ja, wie jeder damit umgeht oder was das für einen bedeutet, ist wahrscheinlich individuell verschieden, auch weil wir individuell ganz verschiedene Erfahrungen mit Gewalt gemacht haben. Ne? Also was jemand damit verbindet, mit dem Stockschlagen, ist wahrscheinlich ganz verschieden. Ne? Es hat schon so ein bisschen was von SM-Spielchen. Ne? Und manche Leute genießen das, andere möchten da lieber nichts mit damit zu tun haben. Ne? Deshalb, es gibt keinen Zwang dazu. In der Regel, ich weiß nicht, viele von euch haben Gassho gemacht. Ne? Ich bin 3-mal rumgegangen. Manche haben während einer Runde 2-, 3-mal um den Kyosaku gebeten. Ne? Es kann entspannt sein, ne? wenn man total steif ist. Ne? Es kann entspannt sein. Ne? Nicht nur, dass es einen hilft aufzuwecken, sondern es nimmt die Spannung aus den Schultern oder manche sagen, ne, wenn ich geschlagen werde, für eine Weile vergesse ich den Schmerzen in den Beinen, weil mir dann die Schulter so wehtut. Ne? Also es verteilt die Schmerzen so ein bisschen. Ne? Die Schmerzen, die bis dahin nur in den Knien waren oder in den Fußknöcheln, ne? Plötzlich hat man auch ein bisschen in den Schultern besser verteilt. Keine Ahnung, ne? Also ich habe früher auch häufiger um den Kyosaku gebeten. Es ist natürlich auch so ein bisschen was, wie soll man sagen, ne? Also wenn man um den Kyosaku bittet, man darf sich ja dann bewegen ein bisschen. Ne? Das ist auch angenehm. Ne? Ich habe die Wahl zwischen 45 Minuten so zu sein oder zwischendurch 1-, 2-mal so zu machen. Das nimmt auch so ein bisschen von der Spannung raus. Ne? Also es gibt Leute, denen es gut tut, andere Leute, die das lieber nicht haben. Und hier hast du eben die Wahl. Ne? Wenn du es nicht willst, es gibt keinen Zwang. Ne? Es ist nicht so, dass es gut wäre, so oft wie möglich den Kyosaku zu bekommen. Ne? Es gibt, glaube ich, im tibetischen Buddhismus, wie heißt das, Shaktipat oder so? Wo der Meister irgendwie die Schüler berührt oder ihnen irgendwelche Gegenstände auf den Kopf legt und dann wird so ein bisschen der Dharma auf diese Weise weitergegeben. Ne? Beim Kyosaku ist es also nicht der Fall. Ne? Also nicht so, dass ich dann irgendwie euch da was über die Schulter dann implantieren würde oder so. Die Buddha-Natur dann weitergegeben würde. Ne? Und jetzt kommen wir dann zu den Kulturunterschieden. Ne? Also in Japan und wahrscheinlich auch in anderen ostasiatischen Ländern, die Beziehung oder das Verhältnis zur Autorität, ne? Oder auch hierarchischer Beziehung ist ein anderes als bei uns. Ne? Vielleicht haben wir in Deutschland besonders Schwierigkeiten damit, weil wir wissen, wohin ein Autorität und Gehorsam führen kann. In Japan ändert es sich auch über die Jahrzehnte, ne? Aber besonders also streng oder besonders hart war meine Erfahrung vor 25 Jahren im Tofuku-ji. Ne? Das war ein Rinzai-Kloster in Kyoto, wo wirklich ständig mit diesem Stock geschlagen wurde und es kam
mehrmals am Tag vor während der Session, dass einer brach, weil die dann wirklich so fest sie konnten zuschlugen und dann auch oft stolz waren. Ne? Also diesem Session haben wir 30 gebrochen oder so. Ne? Und dann war zwischen den Klostern, unter den Klostern so ein bisschen Vergleich. Ne? In dem Kloster 50, was wir nur 30. Wir müssen noch härter zuschlagen. Und auf der anderen Seite gibt es den Fusu, der ist zuständig für die Finanzen. Die Dinger sind auch nicht billig. Also der Fusu, der beschwert sich dann umgekehrt, wenn zu viele zu Bruch gehen. Deshalb wurden die dann mit so Klebeband umwickelt. Damit, wenn sie so anfingen, Risse zu bekommen, konntest du sie immer noch eine Weile benutzen. Ne? Also es hatte schon etwas sehr Machohaftes. Ne? Oder heute würde man von toxischer Männlichkeit sprechen. Ne? Also die älteren Mönche, die lebten da ihre toxische Männlichkeit auf den Rücken der jüngeren Mönche aus. Ne? Und dann gab es natürlich immer noch diese Heldengeschichte von jemand, der mal ein Ohr abgeschlagen bekommen hat oder einer, der einem das Ohr abgeschlagen hat, weil er irgendwie nicht richtig gezielt hatte. Ne? Und da fragt man sich natürlich, muss das wirklich sein? Ne? Was hat das mit Zen zu tun? Ne? Und Buddhismus, da geht es um Erleuchtung, aber es geht auch um Mitgefühl. Ne? Mit Mitgefühl hat das so viel nicht zu tun. Also der Gedanke hinter dem Kyosaku ist keine Bestrafung, sondern jemanden zu ermutigen. Ne? Zu ermutigen, zum einen aufzuwecken, aber eben, ich schätze mal, dass diejenigen, die sich hier in diesem Raum den Kyosaku geben ließen, nicht nur, weil es die Müdigkeit nimmt oder weil es die Schmerzen verteilt, ne, sondern weil es auch erfrischend sein kann, ne, darum gebeten haben. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ne? Kyosaku kann erfrischend sein. Also ein Unterschied zwischen Japan und Deutschland, Zen. In Japan ist es heute so, dass die wenigsten zu einem Sesshin gehen aus eigenem Willen. Also die Sesshins finden statt im Kloster und die wenigsten gehen ins Kloster aus eigenem Willen, sondern in der Regel gehen sie ins Kloster, weil sie der erste Sohn eines Priesters waren. Also so wie ich, buddhistische Priester in Japan können heiraten und haben in der Regel eine Familie und es wird erwartet, dass der älteste Sohn den Beruf des Vaters übernimmt, das heißt den Tempel irgendwann mal übernimmt, ob er das will oder nicht. Natürlich könnte der älteste Sohn sagen, nee, ich mache das nicht und keiner kann ihn dazu zwingen. Das würde aber bedeuten, dass die Eltern ja keinen Alterssitz hätten. Also in der evangelischen Kirche ist es ja auch so, dass Pastoren Kinder haben können, aber wenn sie dann mit, weiß nicht, ob es heute 65 sind oder was, mein Großvater war Pastor, der ging mit 65 in Rente, dann bekam er eine Rente. Ne? Er konnte nicht in der Kirche weiter wohnen, aber das wurde ja auch nicht erwartet. In Japan ist es anders. Du bekommst keine Rente und wenn nicht dein Sohn den Tempel übernimmt, dann müssten der Priester und seine Frau irgendwann mal ausziehen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, körperlich den Job zu machen, beziehungsweise sie müssten auch einen Nachfolger finden, was oft gar nicht so einfach ist. Weil ein Tempel, der eine große Gemeinde hat, hat ein stabiles Einkommen, davon kann man leben, aber es gibt auch viele Tempel, die nur eine kleine Gemeinde haben und dann ist es schwierig, über die Runden zu kommen. Man muss oft noch einen Nebenjob haben, man muss 2 Jobs haben. Wenn der Tempel irgendwo auf dem Land liegt, ist es unter Umständen auch schwierig, eine Frau zu finden, die Lust hat, da zu leben und sich gemeinsam mit dem Mann um den Tempel zu kümmern. Also es ist schwierig. Es ist schwierig, wirklich Leute zu finden, die Priester werden wollen. Das heißt, im Kloster findet man, ich würde sagen, mindestens 90% der Mönche, die da sind da, weil sie keine andere Wahl haben. Sie haben sich das nicht gewählt, sondern sie müssen dafür 1, 2, vielleicht 3 Jahre sein, um die Lizenz zu haben, die sie brauchen, um später Priester zu werden.
Das heißt also, selbst für uns, am zweiten, dritten Tag vom Session fragt man sich manchmal, warum mache ich das hier? Ne? Warum fahre ich nicht einfach? Warum fahre ich nicht wieder? Obwohl wir uns das selber gewählt haben, ihr habt dafür bezahlt, dass ihr hier sein könnt. Obwohl man sich extra diese Zeit freigenommen hat, man hat dafür bezahlt, fragt man sich, warum mache ich das? Ne? Umso mehr fragt sich das einer, der sich das gar nicht ausgewählt hat. Ne? Das heißt, man findet in einem japanischen Kloster sehr viel mehr, zum Beispiel schlafende Mönche. Ich habe das oft erlebt, dass mehr als die Hälfte der Mönche schliefen. Ne? Das war wie ein ständig sich bewegendes Meer. Ne? Die Leute gehen immer vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Und das ist ein Grund, weshalb es den Kyosaku gibt. Ne? Also vor 150 Jahren gab es noch keine Kinder im Tempel, da gab es noch das Zölibat, aber auch zu der Zeit war es oft so, dass Aristokraten, wenn sie zu viele Kinder hatten, ne, der Prinzensohn, ne, der erste Sohn wird der nächste Prinz, aber die anderen Söhne, ne, damit sie dem ersten Sohn keine Konkurrenz machen, die wurden halt ins Kloster geschickt. Man konnte sie auch nicht auf den Feldern arbeiten lassen, es waren ja Prinzensöhne, ne, aber damit die Aristokratie nicht sich allzu sehr ausbreitet, ne, ab dem zweiten Sohn kamen sie ins Kloster. Das heißt, es war auch schon vor Jahrhunderten zu Dogenszeiten so, dass die Leute nicht unbedingt da waren, weil sie es wollten. Ne? Und hier im Westen ist es anders. Ne? Also es gibt keinen wahrscheinlich, der sagt, ja, meine Eltern waren Buddhisten, also bin ich jetzt auch Buddhist. Ne? Manchmal gibt es, dass Leute schon in der zweiten Generation jetzt Zen praktizieren, ne? Die sagen, meine Eltern haben das auch gemacht, ich interessiere mich auch dafür. Ne? Aber das macht, glaube ich, keiner für die Eltern. Ne? Keiner von uns macht das für die Eltern, eher umgekehrt. Ne? Als ich angefangen habe in den 80ern, das war auch die Zeit vom Bhagwan, ne? Da guckten alle, ja, bist du jetzt auch einer von diesen orange gekleideten, ne? und wie viel mussten da spenden? Also man musste eher den Eltern und den Freunden erklären, warum man das jetzt so macht, ne? Oder warum man diese seltsamen Kleidungen trägt, warum man sich jetzt den Kopf schert und so weiter. Ne? Das ist einmal ein Unterschied, ne, zwischen Zen im Westen, Zen in Japan. Deshalb wird auch manchmal gesagt, Zen in Japan ist schon tot. Das wurde schon vor 30, 40 Jahren gesagt. Also das ist auch wieder eine Übertreibung. Wenn man danach sucht, findet man durchaus noch authentische Plätze in Japan, wo man praktizieren kann. Aber wie gesagt, ne, besonders in den Ausbildungsklöstern, wie im Soto, wie das Eheji oder die ganzen Klöster in Kyoto oder in Kamakura, der Prozentsatz von Leuten, die wirklich aus eigener Überzeugung da sind. Also Hakuin spricht ja vom großen Zweifel, dem großen Glauben und der großen Bemühung, die wir brauchen, um diesen Weg zu gehen. Ne? Und Mönche, die wirklich diese drei haben, ne? Da muss man schon sehr suchen. Ne? Muss man schon sehr suchen. Und das gilt sowohl für das Soto als auch für das Rinzai. Aber wenn man danach sucht, man findet die auch. Ne? Man findet sie. Ein anderer großer Unterschied zwischen Zen im Westen und Zen in Japan. Ich sprach über die Klöster. Wie ist es mit Laien-Zen in Japan? Auch das gibt es, wenn man danach sucht, aber es ist eher selten. Ne? Also in Japan ist Zen etwas, was man im Kloster macht, und wenn man es wirklich ganz machen will, dann gibt man seinen Job auf, lebt auch für eine Weile ohne Familie und geht eben ins Kloster für 1, 2, vielleicht 3 Jahre oder länger, 10 Jahre. In Antalya ist es immer, machst erst mal 10 Jahre und nach 10 Jahren nochmal 10 Jahre und dann hängen nochmal 10 Jahre dran, ne? 30 Jahre. Macht zwar keiner, ne? Aber diese Idee, erstmal 10 Jahre, ich mache das erstmal 10 Jahre ganz und während dieser 10 Jahre vergesse ich alles andere. Ne? Wenn meine Freundin oder mein Freund 10 Jahre auf mich warten will, gerne, ne? Aber während dieser 10 Jahre, ne? Entweder wir trennen uns oder da muss einer warten. Job gibt man erstmal auf. Und Laien-Zen gibt es aber eben sporadisch. Also es gibt nicht das typische europäische Dojo, wo
3-4 Mal in der Woche abends oder morgens Sazen ist, wo am Wochenende was läuft, wo mehrmals im Jahr Sessions organisiert werden. Die Laien treffen sich manchmal in Gruppen, aber die trifft sich vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat, wenn es hochkommt, jeden Sonntag. So eine Gruppe habe ich ja auch in Osaka. Ne? Aber dass man sich so wie wahrscheinlich auch in Bonn beim Patrick mehrmals in der Woche trifft, findet man in Japan sehr, sehr selten. Das heißt, wenn man wirklich praktizieren will, dann wird man Mönch oder Nonne. Und das ist eben in Deutschland, in anderen europäischen Ländern umgekehrt. Laienpraxis ist eigentlich der Standard. Selbst die von uns, die Mönche werden, ne? Wir nehmen zwar die Mönchsgebote an, aber in der Regel, wir haben trotzdem noch einen Job. Man kann nicht davon leben. Man hat vielleicht auch eine Beziehung. Man hat immer die Beziehung. Man muss nicht, wenn man es nicht aus eigener Initiative will, man muss kein Zölibat beachten. Und das muss kein Nachteil sein, denn ich kann jetzt vielleicht ein paar Worte hier sagen über den Enzo, den ich mitgebracht habe dieses Mal. Also letztes Jahr hatte ich einen Bodhidharma mitgebracht und ein bisschen was über Bodhidharma gesagt. Da ist so ein Enzo, ne, also so ein Kreis. Manchmal werde ich gefragt, was bedeutet der Kreis? Der Roshi im Tofugeji, also dem Rinzai-Kloster, wo ich vor 25 Jahren war, der macht jedes Jahr eine Reise nach Amerika und ich habe ihn ein paar Mal als Übersetzer begleitet. Er schrieb dann immer, wenn er in Amerika diese Kreise gemacht hat: See it, touch it, bite it. Also sehe ihn, berühre ihn, beiß ihn oder sie, was auch immer. Ne? Was siehst du da? Ne? Das ist zunächst die Frage, was siehst du, wenn du den Kreis siehst? Das ist ein Kreis, ne? Du kannst aber auch den Mond sehen, zum Beispiel den Mond der Erleuchtung. Das kann ein Symbol der Erleuchtung sein. Siehst du den Mond? Du kannst aber auch einen Klops sehen, ne? Oder es gibt in Japan die Mochi, die haben auch so eine Form. Ne? Beiß rein, dann siehst du den Geschmack. Ne? Also was bedeutet das? Ne? Was bedeutet das für dich? Was siehst du da? Was schmeckst du, wenn du reinbeißt? Ja, sehen, berühren, rangehen an die Sache und reinbeißen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Koan praktizieren. Ne? Also im Soto machen wir in der Regel keine Koans, im Rinzai macht man Koan. Und das ist im Grunde das, worum es auch bei den Koans geht. Na, am Anfang versucht man sie zu verstehen, was bedeutet das Koan. Aber es geht bei den Koans auch nicht darum, sie zu verstehen, sondern ranzukommen an die Sache, sie zu berühren, reinzubeißen. Ne? Das ist das, wo uns die Koans hinbringen wollen. Darum geht es beim Sazen, darum geht es beim Sammu. Ne? Welche Bedeutung hat das eigentlich, was wir hier machen? Jetzt fange ich ein bisschen an abzuschweifen, aber sei es drum. Die wenigsten Häuser in Deutschland sind hier für diese Hitze gebaut. Ne? Also Ende September, 33 Grad ist ein bisschen ungewöhnlich. Ne? In Japan wäre es einigermaßen normal, ne? Aber in Japan ist es auch anders gebaut. Das ist irgendwie mit Absicht, dass ihr nur 2 Öffnungen habt mit Fliegengitter? Oder aus Preisgründen? Warum macht ihr nicht mehr Fliegengitter? Gute Idee. Nehmen wir mit. Ne? Also ich meine, diese Professionellen, die sind wahrscheinlich nicht so billig, aber man könnte sich wahrscheinlich auch einfach so aus Holz einen Rahmen machen, das Gitter im Baumarkt kaufen. Also das war nur eine Idee. Ne? Also in Antalya oder in Japan überhaupt, meistens hast du bei jedem Fenster so ein Gitter, dann kannst du sie alle aufmachen. Ne? Oder, naja, so ein Ventilator ist natürlich auch so ein bisschen auch die Frage, er kostet ja Strom und macht Lärm, ne? Aber ob so ein Ventilator in der Ecke dann zirkuliert mir. Ne? Und wie ich jetzt drauf gekommen bin, also im Rinzai, im Soto eigentlich auch, aber nicht in Antalya. Also in Antalya war der ganze Raum mit Tatami gefüllt. Ne? Aber normalerweise hat man hier so einen Steinboden, ne? Und dann hat man diesen Tan, also ein bisschen erhöhten Sitz und da sitzt man drauf. Der Boden ist aus Stein. Und in Tofugeji, immer beim Essen im Sommer, ne, da war es genauso heiß wie gestern, manchmal sogar noch heißer. Ne? Wir gingen essen und während des Essens
einer aus der Küche wischte den Boden und weniger um das sauber zu machen, sondern wenn das Wasser dann verdünstet, wird es kühler. Ne? Das kühlt den Boden ab. Ne? Also das waren so ein paar Dinge, Ideen, die mir durch den Kopf gegangen wären. Ne? Also wenn man das nass wischt während der Pause, während des Verdunstens senkt es die Temperatur. Ne? Oder mehr Fliegengitter oder ein Ventilator oder was auch immer. Ne? Wischen. Hi. Genau. Also sieh es, berühre es, beiß es. Ne? Beim Samu reinbeißen, ins Samu richtig reinkommen. Ne? Da ist immer die Frage, warum machen wir das so? Was bedeutet das oder welchen Sinn hat das? Könnten wir das nicht noch klüger machen? Ne? Also in Antalya hatten wir diese Korridore, die waren ungefähr 1,80 breit. Und wir hatten diese Wischlappen, die waren vielleicht 50 cm breit. Das heißt, man musste 4-mal darunter rennen. Ne? Also einmal runter mit dem Wischlappen und dann wieder zurück und nochmal runter, nochmal zurück. Ne? 4 Bahnen. Dann war der Korridor gewischt. Und alle paar Jahre kam jemand auf die geniale Idee, wir könnten doch so wie auf dem Flughafen so einen riesen Mob bauen. Und dann da muss man nur einmal runter, dann geht das so viel schneller. Ne? Und obwohl es eine sinnvolle Idee ist, ne, wurde immer gesagt, ja, jetzt halt mal den Mund und mach einfach. Warum nicht den Mob? Ne? Es geht auch mit dem Mob. Es geht alles sehr viel einfacher. Ne? Aber dann könnte man auch Sazen so viel einfacher machen. Ne? Also nichts gegen Sazen auf dem Stuhl. Ne? Aber ja, warum nicht draußen auf der Hängematte Sazen machen? Geht ja auch einfacher. Ne? Beim Wischen ist es auch so. Es geht nicht darum, es so schnell und einfach wie möglich zu machen, sondern du willst in eine Verbindung kommen mit dem Wischen. Du willst reinkommen. Du willst den Boden selber berühren. Ne? Und das ist auch ein bisschen so wie dieser Downward Dog im Yoga. Ne? Also es ist ja fast schon eine Yoga-Haltung, die man da einnimmt, wenn man da läuft. Ne? Und das Gleiche kann man eben mit dem Mob machen. Aber dann ist man nicht mehr drin. Ne? Man beißt nicht mehr rein in die Sache. Also so viel zum Enso. Ne? Was bedeutet der? Ja, sieh ihn an, berühre ihn, beiß rein. Und darunter steht das Emme Jikku Kannon Gyo, also das Mini-Kannon Sutra. Es gibt noch eine längere Version vom Kannon Sutra, das ist ein Kapitel aus dem Lotus Sutra. Das wird auch manchmal im Zen rezitiert, ist aber ein bisschen länger und das ist die Kurzversion. Kanseon Namu Butsu Yo Butsu Uin Yo Butsu U-En Buppo So En. Kanseon ist der Bodhisattva Avalokiteshvara, der auch ganz am Anfang vom Herzsutra auftaucht. Da wird er Kanji Sai genannt. Also es gab 2 verschiedene Übersetzer, die Sanskrit-Sutren ins Chinesische übersetzt haben. Der eine hat Avalokiteshvara Kanseon, das bedeutet der die Klänge der Welt sieht. Der Seher der Klänge der Welt. Und Kanji Sai bedeutet der frei sieht, das freie Sehen. Welches jetzt die genauere Übersetzung des tatsächlichen Sanskrit ist, weiß ich nicht. Ne? Aber hier Kanseon, das Sehen der Klänge der Welt, ist sehr schön, denn Avalokiteshvara ist ja der Bodhisattva, der die Schreie hört, der die Klänge der Welt hört, der die Hilferufe hört. Kanseon Namu Butsu. Namu Butsu bedeutet, Namu ist Zuflucht nehmen. Ne? Butsu ist der Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Yo Butsu U in Yo Butsu U in. Yo bedeutet mit und Butsu ist wieder der Buddha. Ne? Mit Buddha. Und U, In und En. In und En haben eine ähnliche Bedeutung. Im Japanischen sagt man oft Innen. Innen ist eine karmische Verbindung, gegenseitig miteinander Verbindung stehen oder auch das gegenseitig bedingte Entstehen und Vergehen ist Innen. Also in einer Verbindung stehen. Ich und der Buddha gehen eine Verbindung ein. Gemeinsam, ich gemeinsam mit Buddha, könnte man hier übersetzen. Jo, Butsu.
Die Dogen-Experten unter euch kennen vielleicht das Kapitel Yui Butsu Yobutsu, das übersetzt werden kann als nur ein Buddha mit Buddha. Nur ein Buddha mit Buddha. Yui Butsu ist nur ein Buddha. Ein Buddha allein. Und Yobutsu bedeutet mit Buddha. Yobutsu, was hier steht. Ne? Also Yobutsu, das ist eine Beziehung zu einem anderen. Wenn man Yuibutsu sagt, dann ist eigentlich nur das hier, der eine Mann, der eine wahre Mensch ohne Rang gemeint. Und es gibt keinen anderen Menschen außer diesem einen. Es gibt nicht 2 oder 3 Menschen ohne 2, 3 wahre Menschen ohne Rang. Es gibt nur diesen einen wahren Menschen ohne Rang. Aber Yobutsu, da ist der andere gemeint, mit Buddha. In Beziehung zum Buddha, in einer Verbindung mit Buddha. Yuibutsu, Yobutsu, Buppo, So, En. Buppo, So sind die 3 Schätze, Hotoke, der Buddha, der Dharma und die Sangha. Das habe ich vielleicht auch hier schon mal gesagt. Ne? Zuflucht zum Buddha nehmen. Naja, wenn man christlich aufgewachsen ist, ne, dann hat man damit vielleicht Probleme. Ne? Man soll keinem Götzen dienen. Warum muss ich da mich vor so einer goldenen Buddha-Statue niederwerfen? Aber viele von uns, ne, wenn man so liest, was der Buddha lehrt, das macht alles Sinn. Ne? Und der Buddha ist ja auch kein Gott. Ne? Also Zuflucht zum Buddha nehmen, da haben die wenigsten von uns Probleme mit. Der Dharma, ne? Der Dharma ist die Lehre, ja, wovon eigentlich? Ne? Schwer zu sagen. Im Zen wird sie oft so ausgedrückt. Ne? Die Dinge so, wie sie sind. Normalerweise sehen wir sie durch unsere Brille, aber der Dharma ist die Realität, nachdem man die Brille abgenommen hat. Und dazu Zuflucht nehmen, ne? Ist kein Problem. Ne? Natürlich wollen wir Zuflucht nehmen zum Dharma, zum Buddha. Das größte Problem ist wahrscheinlich die Sangha. Denn die ist konkret. Ne? Also heute hier 19, ne? Wir sind schon eine Sangha. Und ohne die Hilfe der Sangha wäre es wahrscheinlich keinem von uns gelungen, dieses Sesshin zu sitzen. Und trotzdem, die Sangha nervt. Ne? Ich habe doch schon so oft erklärt, dass der Letzte die Tür zumacht und schon wieder steht die Tür offen. Schon wieder steht die Tür offen. Und ja, da hat man einige in der Sangha, mit denen kann man gut und mit anderen weniger. Ne? Gerne nehme ich Zuflucht zur Sangha, aber bloß Günther, ne? Bloß Günther. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha minus Günther. Aber dieses Minus geht nicht, ne? Komplett. Ne? Und das ist auch das Schöne an der Sangha. Ne? Ja, mit dem Buddha haben wir keine Probleme. Der ist ja auch schon längst tot. Schon längst tot. Ne? Schon längst tot. Mit dem Meister hat man auch keine Probleme mehr, wenn er endlich mal tot ist. Ne? Mit dem Dharma hat man sowieso keine Probleme, denn es ist ja der Dharma für mich. Ne? So wie manche Christen. Ne? Also ich verstehe die Bibel so. Ne? Und wir Buddhisten, das ist mein Dharma. So verstehe ich den Dharma. Aber Sangha, ne, das kann man sich nicht zurecht machen. Sangha konfrontiert einen mit einem selbst. Die Sangha hält einem den Spiegel vor. Deshalb Zuflucht zur Buddha, Dharma, Sangha, ne, besonders Zuflucht zur Sangha, ne, das ist ein Knackpunkt, finde ich. Buppo so en, also wir gehen Verbindung ein, gemeinsam mit Buddha, Dharma und Sangha. Gemeinsam in Verbindung mit Buddha, Dharma und Sangha. Jo, Laku, Gajo, diese 4 Schriftzeichen interessant. Die bedeuten, Jo bedeutet ewig, unveränderlich. Laku bedeutet Freude, Glück. Ga bedeutet das Ich oder das Selbst. Und Jo bedeutet rein.
Interessant insofern, als es die ursprünglichen Lehren des Buddha auf den Kopf stellt, sozusagen. Der Buddha lehrte ja zunächst mal, alles ist unbeständig. Das Gegenteil von Ewigkeit. Und Leben ist Leiden. Du bist immer unzufrieden. Es fehlt immer was. Vielleicht verfluchst du schon den Tag, an dem du geboren wurdest. Und von dem Tag an ging es nur bergab. Du wirst älter, du wirst krank und früher oder später wirst du sterben. Du bist immer mit den Leuten zusammen, mit denen du am wenigsten zusammen sein willst. Die Person, mit der du zusammen sein willst, die will dich nicht sehen. Es fehlt immer was. Du kriegst nie das, was du gerne hättest. Und hier steht Glück und Zufriedenheit, Freude. Und der Buddha lehrte, ja, dass diese Unzufriedenheit, woher kommt die? Weil nichts wirklich mir gehört. Nichts ist mein. Und auch dieses Selbst, auf das ich mich gründe, ist eine Illusion. Es gibt kein Selbst. Es ist alles nur eine Geschichte. Und hier steht eben genau das. Ne? Also kein Selbst bedeutet Muga auf Japanisch. Ne? Kein Selbst, Anatman. Und hier steht Ga. Selbst, Selbst. Und am Ende Jo. Also das findet man auch manchmal in den alten Sutren. Alles ist befleckt, alles ist unrein. Der Buddha nahm da gerne seinen Lieblingsschüler, den Ananda, als Beispiel. Der war sehr gut aussehend, ne, war beliebt bei den Frauen. Ne? Und da sagte er, hier, ne, ihr findet alle, dass der Ananda so toll aussieht, aber ihr wisst ja gar nicht, was der gerade in seinem Magen verdaut und was er dann ausscheidet. Ne? Im Grunde ist das auch nur schöne Haut und drinnen ist, ja, Scheiße. Ne? Unrein, ne? Selbst der Ananda unrein. Ne? Und hier steht das Gegenteil, ne? Rein. Also das machen die Mahayana-Buddhisten oft, dass sie das, was die ursprünglichen Buddhisten gelehrt haben, auf den Kopf stellen. Oder da gibt es eine Rückseite. Ne? Alles ist vergänglich. Aber die Lehre von der Vergänglichkeit, der Dharma selber, ist nicht vergänglich. Alles ist Leiden. Aber in dem Moment, wo man das Leiden akzeptiert, ist das Leiden kein Leiden mehr. Es gibt keinen, der leidet. Im Moment, wo man die Schmerzen akzeptiert, tun sie kaum noch weh. Sie tun immer noch ein bisschen weh, aber besonders tun sie dann weh, wenn man sich sagt, ich will aber keine Schmerzen. Warum muss ich leiden? Warum tue ich mir das an? Wann klingelt endlich die Glocke? Ist die Uhr stehen geblieben? Ist der Muho eingeschlafen? Das kann doch nicht sein. Dann tut es richtig weh. Ne? Und wenn man, ja, so wie diesen Mond, ne, die Schmerzen betrachtet, erlaubt, mit einem in Berührung zu kommen und in sie reinbeißt, oder umgekehrt den Schmerzen erlaubt, einen selbst zu verschlucken, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Lakugal, Selbst. Es gibt kein Selbst. Umgekehrt könnte man sagen, es gibt nichts, was nicht ich selbst bin. Es gibt nichts da draußen, was nicht ich selbst bin. Und Jo. Naja, im Hanya Shingyo, im Herzsutra, steht ja auch Fuku, Fujo. Das bedeutet weder rein noch unrein. Es ist nicht beschmutzt, aber es ist auch nicht rein. Das heißt, man könnte sagen, alles ist beschmutzt. Genauso gut könnte man sagen, alles ist rein. Es gibt nichts Beschmutztes und nichts Reines. Deshalb hat ja auch der Dogen dem Stuhlgang ein ganzes Kapitel im Shobogenso gewidmet. Wo sich vielleicht einige fragen, warum muss man da so genau drüber schreiben, wie man sich den Popo sauber macht. Ne? Ja, eben weil es auch Praxis ist, genauso wie das Kochen. Ne? Gehört genauso dazu. Jo Lakugajo, Jo Nen Kanseon. Jo ist der Morgen, ne? Morgens. Nen könnte zum Beispiel Denken anbedeuten. Am Morgen denke ich an Kanseon. Kennt ihr dieses Buch, wie hieß der Autor? Takeda? Zen Training, Zen Praxis. Gibt bestimmt auch eine deutsche Version. Wie heißt der Autor? Sekida war der Name, genau. Das
Buch ist, glaube ich, im Westen relativ bekannt. In Japan kennt es kaum einer, obwohl es auch eine japanische Version davon gibt. Warum es in Japan so unbekannt ist, weiß ich nicht. Ne? Wahrscheinlich, weil der Sekida, der Autor, recht eigenwillig ist. Ne? Also er hat da sehr originelle Ideen, die aber nicht sich so ausgebreitet haben in Japan. Ich erwähne den, weil er da von den 3 Nen spricht. Also das erste Nen, das zweite Nen, das dritte Nen. Das dritte Nen ist sehr intellektuell. Ne? Das bewegt sich so auf einer abstrakten Ebene. Es hat überhaupt keinen Bezug mehr zu der Wirklichkeit. Das erste Nen wäre, wenn ich dieses Wasser trinke und spüre, wie mir das Wasser den Rachen runterläuft. Oder ich fasse die Herdplatte an und spüre es heiß. Das wäre das erste Nen. Und das zweite Nen ist so dazwischen. Ne? Also es ist noch auf die konkrete Realität hier und jetzt bezogen, aber zum Beispiel, ja, um 12 Uhr muss ich Mittagessen machen, also was brauche ich aus dem Garten, dann hole ich das aus dem Garten. Es hat einen konkreten Bezug, aber es ist nicht so direkt wie das erste Nen. Und im Zen, also der Sekida sagt, wir müssen runter auf die Ebene des ersten Nen. Wir sind zu weit oben. Wir sind immer im dritten Nen. Im Zen wird in der Regel von diesen Nen, erstes, zweites, drittes nicht gesprochen, aber was oft gesagt wird, es wird davon gesprochen, überhaupt die Nen loszulassen. Munen, also ganz ohne Nen, ohne Gedanken, ohne Gefühle zu sein. Was natürlich eine Illusion ist. Interessant ist, dass dieses Zeichen ursprünglich verwendet wurde, um das Pali-Wort Sati, und das bedeutet Aufmerksamkeit, zu übersetzen. Also Nen bedeutet auch Aufmerksamkeit. Es bedeutet, sich hier und jetzt bewusst zu sein. Und wenn es um Kanzeon geht oder den Buddha, Nembutsu ist ein japanisches Wort. Das bedeutet, den Namen Buddhas zu rezitieren. Aber es bedeutet letztlich auch den nicht nur den Buddha zu sehen, sondern den Buddha zu berühren, reinzubeißen. Also Nembutsu bedeutet, oder Nen, in diesem Fall, Nen bedeutet, etwas im Herzen zu tragen, etwas dabei zu sein. Also am Morgen bin ich bei Kanzeon, wäre eine Möglichkeit. Nicht nur ich denke an Kanzeon oder ich gucke sie mir an, wie sie da im ersten Obergeschoss neben dem Klo hängt. Ne? Man kann sie sich auch angucken, aber ich bin bei ihr, sie ist bei mir. Und ich sage jetzt sie, aber es könnte auch ein Er sein. Ursprünglich war es eine männliche Person. In Ostasien wird sie eher mit weiblichen Zügen dargestellt. Ich bin bei ihm, bei ihr am Morgen. Und Bo ist dann, wenn es dunkel wird, am Abend. Bonen Kanzeon. Am Abend bin ich wieder bei Avalokiteshvara. Nen Ju Shinki. Hier kommen die Nen gleich 2. Ne? Also ein Gedanke folgt dem nächsten. Aber es sind, wie gesagt, nicht nur Gedanken. Es ist diese Aufmerksamkeit. Es ist bei der Sache sein. Ich bin bei Kanzeon und dann bin ich wieder bei Kanzeon. Nen Ju Shinki. Und dieses Nen, dieses bei der Sache sein, entspringt dem Geist. Shin ist der Geist. Nen entspringt dem Geist. Nen Fuli Shin. Und dieses Nen, das bei der Sache sein, ist nicht getrennt. Niemals trennt es sich von meinem Geist. Wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, es hatte was mit dem Kyosaku zu tun und damit, dass es auch darum geht, dass wir als Avalokiteshvara praktizieren. Ich finde es interessant, also es wurde zum Beispiel von Bodhidharma gesagt, Zen stützt sich nicht auf die Schriften. Buchstaben, Worte zählen nichts. Das heißt, eigentlich haben wir im Zen gar keine Sutras und wird immer wieder gefragt, warum rezitieren wir? Ich habe da gehört von chinesischen Mönchen, die haben die Sutras zerrissen und sich damit den Hintern abgewischt. Und hier werden wir sie jetzt auch gleich rezitieren. Warum überhaupt? Und was ich interessant finde, fast in allen Sutren, die man im Zen rezitiert, und das ist zunächst mal das Herzsutra. Das ist das Daihi Shindarani, das ab und zu mal rezitiert wird. Und das ist ein Dharani, das heißt, die
indischen Worte wurden nicht übersetzt ins Chinesische, sondern wiedergegeben durch Schriftzeichen, die den indischen Klang wiedergeben. Also Daihi Shindarana, wie fing es an? Namu Kala Tanno Tolayaya, Namu Oliya, Bolyokichi, Shifulaya, Fujisato Boya, Mukosato Boya. Ein Japaner würde das nicht verstehen, was da gesagt wird. Interessant, ich wusste das auch erst nach mehreren Jahren, da habe ich mal ein Buch durchgelesen, was steht da überhaupt drin. Auch dieses Sutra, dieses Dharani handelt von Avalokiteshvara. Oliya Bolyokichi Shifulaya ist der Versuch, den Namen Avalokiteshvara mit chinesischen Klängen wiederzugeben. Oliya Bolyokichi Shifulaya Fujisato. Hier hört man vielleicht ein bisschen durch, dass Fujisato Bodhisattva ist. Klingt nicht allzu sehr danach, aber Fujisato ist der Bodhisattva. Oliya Bolyokichi Shifulaya Fujisato, der Avalokiteshvara Bodhisattva. Dann haben wir ja Emmejiku Kannongyo, wir haben das Kannongyo aus dem Lotus Sutra. Und ich glaube, die Tatsache, dass dieser Bodhisattva in so vielen von den Sutren auftaucht, die wir hier im Zen rezitieren. Und es ist nicht so, dass Avalokiteshvara in allen Mahayana-Sutren auftauchen würde. Im Gegenteil, ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil. Aber im Zen konzentrieren wir uns, glaube ich, besonders auf diesen Teil, weil es wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern. Es geht nicht nur um das Sitzen. Es geht nicht nur darum, zu sitzen und loszulassen und in den Moment zurückzukommen. Das ist auch eine Seite. Ne? Aber dann geht es auch wieder darum, in Beziehung zu treten mit anderen. Das zu teilen, was man gewonnen hat, was man geschenkt bekommen hat. Jetzt versuche ich mich daran zu erinnern, wie ich auf diesen Punkt gekommen bin. Wir waren beim Laien-Zen und beim Kloster-Zen und da habe ich gesagt, es ist ja auch eine gute Sache. Es ist eine gute Sache, dass das Zen im Westen Laien-Zen ist. Denn genau, ne, das war der Punkt. Ne? Wir müssen ja wie Avalokiteshvara rauskommen in die Welt. Wir müssen die Klänge der Welt hören. Das ist schwierig, wenn man ganz tief in den Bergen im Kloster ist. Wurde mir auch in Antalya oft vorgeworfen. Ne? Du sitzt da in den Bergen und kümmerst dich nicht um die Welt. Wobei es auch bei den Klöstern so ist, da kommen viele auf der Suche nach Hilfe ins Kloster. Es ist nicht so, dass da Mauern wären, mit denen man sich vor der Welt schützt. Aber ich finde, es ist nicht schlecht, dass wir dann noch einen Schritt weiter gegangen sind, dass selbst die Mönche einen Job haben, eine Familie haben, von montags bis freitags dieselben Probleme erleben, die der Rest der Welt erlebt. Allerdings, ja, man könnte sich auch fragen, fehlt vielleicht auch ein bisschen was? Also es ist ein Privileg oder es ist schön, wenn man so wie ich die Gelegenheit hat oder hatte, mal so 10 Jahre wirklich nur sich auf diesen Weg zu konzentrieren. Ne? Und es ist vielleicht ein bisschen schade, dass solche Plätze im Westen kaum existieren. Ne? Dass man sagen kann, ich will jetzt einfach mal 3, 5, 10 Jahre in ein Kloster gehen. Wo geht das? Ne? Gibt es eine europäische Alternative zu Antalya? Zumindest ich kenne keine. Ne? Es ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, ne, ich würde nicht sagen, dass der japanische Buddhismus in der Beziehung besser ist. Aus den genannten Gründen. Ne? Man geht ins Kloster und man findet nur schlafende Mönche. Man glaubt, jetzt kann ich mal 10 Jahre nur Shobogenzo studieren und nur Zazen machen. Ne? Und da schnarchen sie alle um dich herum. Was gibt es noch für Unterschiede? Also
ich erzähle immer diese Geschichte, als ich Abt wurde, habe ich meinen Schülern gesagt, ihr müsst so wachsen wie die Gurken. Wir hatten ja auch gerade beim Frühstück Gurken, sehr lecker. Die Birnen kamen aber nicht von hier, oder? Zwei Ach so. kamen von den Birnen da hinten, aber wir haben gedacht, die wären noch nicht reif und Ja. haben dann noch welche gekauft, aber die von da hinten waren eigentlich die besten. Ach so, ja. Also die Birnen waren auch sehr lecker, ne? Also, aber ich mag persönlich Birnen sehr. Aber die Gurken waren auch gut und ich sagte immer, ne, ihr müsst wachsen wie die Gurken. Warum Gurken? Du hast einen Faden und das reicht. Ne? Wenn die Gurke wächst, greift sie sich diesen Faden und wächst in die Höhe. Ne? Und wenn sie ordentlich Kompost hat und dann noch Wasser, das reicht ihr, um zu wachsen. Und bei den Japanern, bei meinen japanischen Schülern hatte ich oft das Gefühl, die sind eher so wie Tomaten. Auch sehr lecker, ne? Aber eine Tomate, die braucht mehr Halt. Die muss man ab und zu mal ans Gerüst binden. Und zu viel Regen ist auch nicht gut, da die braucht ein Dach und man muss noch die extra Schösslinge entfernen, denn sonst hat man am Ende nur Blätter und keine Früchte. Also Tomaten sind auch sehr, sehr lecker, aber sie brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Pflege. Sie haben nicht dieselbe, wie sagt man, Eigenständigkeit, die Gurken haben. Meine japanischen Schüler waren ein bisschen so wie Tomaten, da waren die deutschen Schüler Gurken. Die deutschen Schüler waren eher so wie Kürbisse. Wenn ihr mal Kürbisse hattet, da wisst ihr vielleicht, die ersten zwei Blätter, die sehen genau aus wie Gurkenblätter. Fast zu verwechseln gleich. Ne? Und dann, selbst wenn sie am Anfang wachsen, sehen sie sich noch sehr ähnlich. Deshalb ist es ein Anteil ab und zu mal vorgekommen, dass wir eine Kürbispflanze zu den Gurken gepflanzt haben. Und dann hatten wir im Sommer Probleme, denn die Kürbisse, die wachsen in alle Richtungen. Ich weiß selber, wo es lang geht. Ne? Und die dann ihre Nachbarn am Ende, wenn man Pech hat, noch umbringen, ne? Weil sie mit ihren Blättern bedecken. Also das ist jetzt so grob gesagt so ein bisschen den Unterschied zwischen uns aus dem Westen und den Japanern. Ne? Die Japaner sind eher höflich oder guckt euch an, wie Yoki an, dass du um die Ecke gehst, so ganz in kleinen Schrittchen und so. und wir dann eher so bum, 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 Tür zu packen. Beziehungsweise Johanna machte das, damit das alle merken, ne? Die Stäbchen patscht da auch auf die Schale. Ne? Denn wenn du das nicht machst, die Kürbisse, die merken nicht, dass jetzt Zeit ist für Nachschlag. Ne? Die Japaner, die haben dann eher so die Antenne ausgefahren, ne? Und gucken immer, was wird von mir erwartet. Allerdings fehlt dann oft die Eigeninitiative. Ne? Beides ist wichtig. Also es ist wichtig zu wissen, das ist meine Praxis. Ich mache das nicht für jemand anders. Ich mache das nicht für meine Eltern. Ich mache das nicht für die Gemeinde. Ich sitze hier, weil ich es will. Das ist meine Praxis und wenn ich es nicht mache, das kann keiner für mich tun. Und gleichzeitig, diese Geschichte, die ich immer wieder erzähle, ne? Ich war Koch in der Küche, musste Udon machen, am ersten Tag al dente, das hat den Japanern nicht geschmeckt, die Udon waren zu hart, am nächsten Tag habe ich so eine halbe Stunde gekocht, hatten sie sich aufgelöst. Ständig wurde ich angemotzt und irgendwann sagte ich bin noch nicht nach Japan gekommen, um zu lernen, wie man kocht. Und der Meister sagte, es geht nicht um dich. Das ist auch wichtig. Ne? Das ist auch wichtig, aber das ist der Teil von Zen, der besonders für uns im Westen schwierig ist. Wieso? Es geht um mich. Ich bin doch hier für mich. Ich mache das doch für mich. Und wenn der Meister das sagt, aber ich glaube, dass das andere besser ist, wieso sollte ich dem Meister folgen? Und die Frage ist natürlich ja, wenn du sowieso besser glaubst, alles besser zu wissen, warum folgst du einem Meister, warum machst du es in der Sangha? Also beides ist wichtig. Ne? Und in Japan wird manchmal es geht nicht um dich. Halt einfach mal die Schnauze. Dieser Aspekt wird eher, wie sagt man, emphasized, hervorgehoben, betont. Und wir im Westen, da ist alles sehr individuell und manchmal die Fähigkeit, sich einfach mal so ein bisschen umzugucken und zu schauen, ja, was könnte ich hier machen, damit es allen besser geht. Die Fähigkeit ist vielleicht nicht ganz so entwickelt wie in Japan. Aber wie gesagt, ne, weder Tomaten noch Kürbisse sind das Ideal, sondern die Gurke. Ne? Und Gurken sind schwer zu finden, beziehungsweise man muss erstmal selber lernen, wie eine Gurke zu wachsen.